Jeder, der in seiner Werkstatt mit Holz bastelt, wird vermutlich auch Holzleim in der einen oder anderen Form verwenden. Das Problem dabei sind diese Flaschen. Die gibt es auch in kleiner natürlich. Denn diese haben 4 Nachteile. Erstens verliert man gerne mal diesen Verschluss. Deswegen habe ich mir hier so ein Fähnchen dran gemacht. Zweitens, man sieht nicht, wie viel noch drin ist. Drittens, verstopft gerne dieses Loch, das man dann mühsam reinigen muss. Und wenn nur mehr sehr wenig drin ist, dann braucht es sehr lange, bis man das umdreht und dann hier wieder was rausläuft. Ich habe daher eine Zeit lang den Leim in einem Glas gehabt und den mit einem Pinsel verarbeitet, was halbwegs gut funktioniert. Der Nachteil ist, dass das relativ langsam ist, hier den Leim aufzutragen, weil man immer wieder eintauchen muss und neuen Leim auftragen. Und wie man sieht, verkrustet auch hier der Leim an dem Rand von dem Glas. Der Vorteil ist, dass man Leim auch aus einem größeren Gebinde hier nachfüllen kann. Den Pinsel übrigens kann man nach Gebrauch einfach in ein Glas Wasser stellen und dann damit lässt sich der Pinsel reinigen, der bleibt hier drin stehen und beim nächsten Mal wird einfach das Wasser ein bisschen abgetupft und dann kann er wieder verwendet werden. Ist aber auch nicht so komfortabel. Jetzt gibt es natürlich Leimflaschen zum Kaufen, wo man so einen Leim aus einem Topf einfüllen kann. Allerdings sind die auch nicht viel besser als diese Dinger hier. Deswegen habe ich mir eine Lösung überlegt, wie man einen Leimspender basteln kann, wo man sieht, wie viel drin ist, wo man nicht warten muss, bis der Leim anfängt zu laufen, wo das Loch nicht verstopft und wo man den Deckel nicht verlieren kann. Und die Lösung ist denkbar einfach. Schaut so aus. Manche kennen das, es wird gerne in der Küche verwendet, als Spritzbeutel. Und das funktioniert ganz ähnlich, ist aber selbst gebastelt. Das Ganze ist ein Stück eines Kugelschreibers, der vordere Teil, und ein Plastikbeutel, da kann man einen Griffierbeutel verwenden, und 2 Gummis, einer verschließt hinten und einer vorne, da kommt schon, und noch eine Kappe von einem Stift, die hier als Verschluss dient, und die mit einem Schnürchen hier. Das Schöne ist, dass hier hat man eine sehr gute Kontrolle über den Leimfluss. Man trägt es hier praktisch auf wie mit einem Stift, ist ja auch ein Stift. Und so. Man kann sehr genau dosieren und nachdem hier keine Luft hinein kann, ist der Ausguss hier immer mit Leim gefüllt und kann auch nicht eintrocknen.
Damit es nicht tropft, kommt die Kappe drüber. Never see a muskrat Sally Ann, playing the banjo Sally Ann, dragging the slick tail through the sand. I'm going home with Sally Ann. Ever see a muskrat Sally Ann, playing the banjo Sally Ann, dragging the slick tail through the sand. I'm going home with Sally Ann. I'm gonna marry you, 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 Sally Ann. Shake that little foot, Sally Ann. Shake that little foot, Sally Ann. Great big wedding of Sally Ann. I'm going home with Sally Ann. Shake that little foot, Sally Ann. Shake that little foot, Sally Ann. Great big wedding of Sally Ann. I'm going home with Sally Ann. I'm gonna marry you, 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 Sally Ann. Going to the wedding, Sally Ann. Going to the wedding, Sally Ann. Great big wedding of Sally Ann. I'm going home with Sally Ann. Going to the wedding, Sally Ann. Going to the wedding, Sally Ann. Great big wedding of Sally Ann. I'm going home with Sally Ann. I'm gonna marry you, 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 Sally Ann. Zum Schluss möchte ich noch was zu diesem Leim sagen. Das ist ein sogenannter Expressleim. Den gibt es von verschiedensten Herstellern und der zeichnet sich dadurch aus, dass der wirklich sehr schnell abbindet und auch sehr gut hält. Ich verwende eigentlich nur diesen Leim, es sei denn, man braucht eine wasserfeste Verbindung, dann nehme ich einen wasserfesten Leim. Aber jeder, der noch niemals einen Expressleim ausprobiert hat, dem rate ich, sich mal ein kleines Fläschchen zu besorgen und zu testen, wie gut der wirklich ist. Und noch ein letzter Tipp: Leimflecken, auch eingetrocknete, lassen sich durch nichts entfernen, weder durch Benzin noch durch Aceton noch durch Alkohol. Allerdings gibt es doch eine Möglichkeit, es zu entfernen, und zwar einfach mit warmem Wasser. So einfach kann es oft sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Going to the wedding, Sally